Ist die jetzt wirklich... Nein, die ist keine echten Schwämme, oder? Oh Gott, was ist denn das für ein großer Hundehaufen? Having lost a whopping 100 pounds, Hammer. she felt much happier and healthy. By this point, his endless binging addiction Gott. had taken a toll on his body. In meinen unendlichen Recherchen über Fettleibigkeit im Netz bin ich öfters über den Begriff des Mukbangs gestolpert. Was bedeutet das? Mukbang ist ein koreanischer Begriff und das sind zwei Wörter. Das eine heißt Essen, das andere heißt Übertragung. Also im Grunde genommen ist das eine Essshow, die in Korea entstanden ist, weil da viele Menschen einsam gewesen sind und gerne in Gesellschaft gegessen haben. Also wurde virtuell ein Esspartner zur Verfügung gestellt. Und das hat sich dann zu einem großen weltweiten Phänomen ausgeartet. Ich sollte vielleicht mal überlegen, selber Mukbanger zu werden. Lustiger Gedanke. Aber um das genau zu verstehen, denn ich habe es immer noch nicht genau auf die Kette gekriegt, was die Faszination daran sein sollte oder wie es in dieser Szene aussieht. Ich habe ja ein paar Negativbeispiele schon gefunden. Das waren Nikocado Avocado und The Fat Hungry Girl. Da ist er, der Star. Ja, und was ist das? Warum gucken sich das Millionen Leute an? Und dazu habe ich jetzt hier ein Video gefunden, das möchte ich jetzt mal mit euch angucken. Ich mache jetzt mal die Untertitel an, da es ja ein englisches Video ist. Und bitte erwartet von YouTube nicht, dass sie perfekt übersetzen. Manchmal kommen da komische Sachen unten raus. Aber ich hoffe, ihr versteht den Sinn und Kontext des Ganzen. So, jetzt kann es aber losgehen. Ich spule mal zurück zum Anfang und jetzt 3, 2, 1, go! Or hated, mukbang is a verified internet sensation of Mukbang. epic proportions. Streamers, content creators, and food lovers alike will spend hours filming themselves eating huge amounts of food while engaging with their audience through the camera. Hat die eben auf einer Haarbürste ein Pancake gegessen? Was geht da? Okay. Watchers like it for the noises, for the sheer amount of food, Ja, mein Liebling. just seeing someone enjoy a really good meal. But there's more to many of these mukbangers than meets the eye. So grab a napkin, because I'm about to serve up the most Das ist schon interessant, dass das so ausgeartet ist. Am Anfang, wo es tatsächlich nur darum ging, einen Esspartner zu haben, der ein bisschen was erzählt, zu dieser enormen Perversität, einfach sich alles reinzupfeffern und reinzuziehen. Wahrscheinlich ist das inzwischen tatsächlich so eine Art Zirkusattraktion geworden, Menschen beim Extremessen zuzugucken. Und Menschen, die viele Klicks haben wollen, machen das oder halt auch Kohle damit verdienen wollen, machen das halt super gern und ruinieren ihren Körper damit. So. controversial changes, Faszinierend. scandals, and debates surrounding some of the biggest mukbang stars in the world. Mukbang. Fröhliche Musik. Inhone. Okay. Even though you've Kenn ich nicht. probably come across thousands of mukbang videos on YouTube, it didn't originate on this platform. It's actually a South Korean trend that started in the early 2000s across their popular Africa TV live streaming platform. The word mukbang roughly translates to eating podcast, with hosts cooking, ordering, and eating large amounts of delicious food while engaging with their audience in the live chat. And one of the most famous clips from those early days came from streamer Inhone, and you can hilariously see why. It's pretty clear this guy really loves his food. Food Comedy. Wobei aber andere sagen, inzwischen ist Mukbang eigentlich ein Dinnerporno. Das ist der wahre Begriff von Mukbang geworden jetzt. Dinnerporno. His early streams were a fun mix of his big appetite and personality, and he quickly became a well-loved mukbanger. But in 2015, something strange happened. His streams stopped, and he suddenly disappeared from the internet. His fans were understandably devastated. However, 2 years later, his channel suddenly started up again. But now, a slim, clean-shaven looking guy was at the house. Das ist er doch nicht, oder? Der sieht nicht danach aus, ist ein anderer. Weird mukbang sabotage was this? Where was the incredible South Korean Peter Griffin character the mukbang community had come to love? Astonishingly though, this was Inhone. Das glaube ich nicht.
Alter. Das ist doch nicht wahr, oder? Es sind zwei verschiedene Menschen. Over 2 years, he'd worked hard to lose a staggering 160 pounds Wahnsinn. for the sake of his health. Since then, he's worked to maintain his weight with regular exercise. Der dicke Inhone war für mich eben eine Witzfigur. Ein Schabernack-Clown, der aus Essen Spaß gemacht hat. Aber dieser Inhone hat gerade bei mir einen riesen Respekt ausgelöst. Und wenn das Mukbang auslösen kann, ist das schon sehr interessant. Also Mukbang ist nicht nur Dinnerporno, sondern tatsächlich erzählt es auch etwas über Esskultur. While still doing mukbangs for his more than 70,000 fans. Now that's one tasty transformation. Honeybee ASMR. Okay, das war die mit der Bürste, oder? Nee. Go together like pasta and cheese. ASMR, ich kenne sie überhaupt nicht, aber als ich mal Mukbang auf YouTube eingegeben habe, habe ich von ihr Dutzende Videos gesehen. Also die muss tatsächlich super bekannt sein. For those who don't know, ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response, which are usually sounds that provoke a stimulating, brain-tingling sensation Okay. that some people enjoy. This can be whispering, light tapping, or even mouth sounds. Personally, I don't feel it. But having a fun, Doch, ich finde das bright, cool. and bizarre visual can add to the experience, as Honeybee ASMR quickly learned. This plucky YouTuber started uploading videos to her channel around 4 years ago, whispering and tapping to trigger her audience. She gradually began branching out into other ASMR avenues. Kleines Detail so am Rande, es ist immer interessant, umso bekannter YouTuber werden, umso weniger geben die sich Mühe, den Hintergrund ihrer Videos schön auszuleuchten oder anzustrahlen. Nee, die lassen einfach. Die gehen direkt rein, ob da hinten ungewaschene Klamotte rumliegt. Sie wissen ja, es geht hier nicht darum, um großen Kinofilm zu produzieren, sondern YouTube ist Mensch zu Mensch, genau wie wir jetzt. Wir gucken gemeinsam ein Video und ich kommentiere es. Im Grunde genommen machen wir ähnlich wie dieses Mukbang. Nur, wie gesagt, wir gucken Videos. Ja, allein diese Reaction-Sache, die hat mich ja in letzter Zeit fasziniert, weswegen ich jetzt auch damit gestartet habe. Weil ich das eine super schöne Sache finde, YouTube nicht nur zu gucken, sondern es mit Leuten gemeinsam zu genießen und auch zu erfahren. Ja, interessant, wie Kanäle sich entwickeln. Und auch sie hat jetzt von einer Geräuschkulisse zu einer Foodkulisse umgeschaltet. She discovered people enjoyed watching and listening to her eat more than anything else. Seeing how popular this was, she gradually began uploading more and more food-based videos, before suddenly breaking the mold with a super strange... Ich wusste es doch. Das war eine Haarbürste gewesen vorhin. Ist die jetzt wirklich... Nein, die ist keine echten Schwämme, oder? Ach. video where she chowed down on a couple of dish sponges. Thankfully, this was just a prank using some craftily colored cakes, but it gained her a niche mukbang audience that enjoyed Ja, da gibt es ja sogar Fernsehshows davon, wo sie Sachen herstellen, die dann wie eine Türklinge zum Beispiel, ja, und die Leute müssen rausfinden, ist das essbar oder nicht. Und manchmal beißen sie dann in eine echte Türklinge rein, was halt ein großer Spaß für das Publikum ist. Interessant, die futtert also einen Switch-Controller und macht gleichzeitig Werbung für Fortnite. Diese Frau hat YouTube 100% verstanden. watching her eat brightly colored foods that looked like inedible objects. To cater to them, she began eating more prank food, ranging from makeup palettes, paintings, cactuses, and even hairbrushes. Eine Haarbürste. A mix of Rice Krispie cakes and dry pasta, just for that crunch. Baby. Oh. That last one attracted 77 million viewers. 77 Millionen Leute hören zu oder gucken zu, wie die eine Haarbürste frisst. Ich brauche einen Kamm oder sowas. Ich habe Hunger. Alone, and in just 3 years, her subscriber count Ich
Faszinierend. Das ist faszinierend. Ich kapier's halt nicht. Her videos have morphed yet again into a brilliantly Warum habe ich die ganze Zeit nur Videos gemacht, wie man gesund isst? Totaler Blödsinn. Will kein Mensch sehen. Ich brauche irgendwas, was aussieht wie das da. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, aber auf eine positive Weise. stream of rainbow-colored candies and sweet treats, which regularly earn her hundreds of thousands of views. Well, she may have started out small, but it looks like this busy honeybee has cracked the ASMR mukbang code. Das hat Well, sie. whether or not you're a fan of all those ASMR mouth noises, I know one way you can find instant satisfaction Werbung? by clicking those like and subscribe buttons below. Geht But auch you für better euch hit und für them mich. quick before Honeybee thinks of a way to make them edible. All done? Great. Now who's next? Hong Sound. Sound. When it comes to mukbang ASMR, one of the oldest faces on the YouTube scene has to be Hong Sound. He launched his channel back in December 2015 and began recording himself with a very high quality mic, eating very crunchy, albeit relatively cheap foods like chicken wings and toast. Ja, oh Gott, der ist auch ganz schön angebrannt. It seemed like Aber he was crunch. experimenting with what foods made the most satisfying sounds when recorded, so his portions weren't what many would consider excessive in that regard. You can see, the videos had a very humble, calm approach to the internet craze. Some were even adorably formal, where he wore a shirt and tie. Slowly but surely, his gentle, sound-driven approach paid off, and his subscriber count began to climb. In response, he gradually began to introduce larger geht's los. portions of tastier-looking food. And just 3 years later, videos like this began pulling in tens of millions of views and 1.6 million subscribers. Die machen nichts anderes als zu essen und unten sagen sie halt, das essen wir. Wobei ich auch gemerkt habe, dass wirklich sehr scharfe Sachen der Hit sein müssen. Der hat 22 Millionen Views, weil er Spicy Tteokbokki futtert. Alter, ich bin echt fasziniert. Und dieses Mukbang ist mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte echt, es geht nur darum, dass sich die Leute eine Wampe futtern. Aber ich habe halt schlechte Vorbilder gehabt, die mich zu diesem Mukbang geführt haben. Grundsätzlich ist es ein sehr variantenreiches Feld. Man, that looks so good, even Und interessanterweise, die Leute, die ich bisher gesehen habe, davon war keiner fettleibig. Die essen, aber nicht immer alle große Portionen, sondern eher, was sie essen, ist interessant. Und sie zelebrieren das Food mit Geräuschen und was man auch immer machen kann, auch mit Farben. Aber dieses extreme Mukbang, was mir jetzt Nikocado Avocado da angedreht hat, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, die kommen noch. I want to take a bite. But all this eating came at a cost. Oh. In July 2021, he started a diet after revealing his body weight had shot up to 210 pounds, and he was worried about his health. While he's worked hard to lose weight week on week, he still indulges in a mukbang roughly once a week, like a kind of cheat day, though his portions appear slightly smaller than before. Seems like this guy has mastered the art of a balanced lifestyle. Aber gucken die Leute es tatsächlich nur, um zu sehen, dass die Mukbanger große Massen verspeisen? Oder gucken sie sich das an, weil es interessant ist und eventuell auch, weil es ihre Einsamkeit ein bisschen Gesellschaft gibt, einem Menschen beim Essen zuzugucken, während sie selber essen? Denn das war ja auch ein Teil des Mukbangs. Gemeinsam essen, virtuell. Und hier ist es eigentlich zu diesem Dinner-Porno geworden irgendwann. Wobei jetzt aber die Mukbanger, die zu viel Übergewicht bekommen haben, gerade in Korea, auch alle wieder abgespeckt haben bisher. Was ich sehr gut finde, dass die irgendwann ihre Grenze gezogen haben und auch das, was die halt durch YouTube fordert ja ein. Wenn du erfolgreich bist bei YouTube, dann willst du mehr Videos rausbringen. Und wenn es halt das Spiel, mit der Spiele befiehlt, dass du dazu essen musst, dann hast du ein Problem. Und das kannst du nur lesen, wenn du irgendwann mal einen harten Cut machst. Oder nur 2 Videos in der Woche oder nur 1. Was er dann gemacht hat. Poki. Okay. Now, obviously, the mukbang lifestyle isn't a sustainable one. Many popular mukbangers are expected to remain slim and traditionally attractive while guzzling down huge quantities of food. Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Vor allen Dingen ist es auch ein schlechtes Vorbild. Das heißt, dass sie jede Menge Futter sich reinzerren, aber dennoch einen idealen Körper haben. Was bedeutet,
Futter kann gar nicht so gefährlich sein, wenn du ansonsten gesund lebst. Aber das ist ein Trugschluss. Food on a near daily basis. For people that don't have a high metabolism, this is an impossible standard to maintain. I mean, I just look at a cheeseburger and I gain 10 pounds. Never mind consuming thousands of calories every day. Which is why mukbanger Boki, aka Eat with Boki, quickly rose to the top of the mukbang community. Boki is just one example of a mukbang star who transitioned from just eating normal-sized meals on camera to regularly consuming servings for at least 5 people in a short space of time. And currently, she uploads a new mukbang like this every other day, gaining almost 1.4 billion YouTube views in... Was habe ich da verpasst? 1,4 Milliarden YouTube-Aufrufe. Und jedes Mal ist es das gleiche Spiel. Sie fangen an, normal zu essen, und auf einmal haben sie Riesenportionen vor sich. Und das haben sie nicht, weil sie sich das selber aussuchen, sondern das will YouTube. Die Klicks kommen, weil die Leute genau das sehen wollen. Sonst würde sie das nicht machen. Wenn die Leute kleine Portionen sehen wollen würden, dann würde sie das auch tun. Aber sie hat herausgefunden, wie andere Mukbanger wahrscheinlich auch, dass diese abnorm großen Portionen Leute dazu bringen, es sich anzugucken. Menschen lieben das Extreme. In less than 3 years, this ASMR eating star is making serious bank on her channel, which is estimated to earn around $8,000 per video she uploads. And all while... Ganz ehrlich, was würdet ihr machen, wenn ihr 8.000 Euro bekommt, indem ihr einfach mal eine große Portion wegfuttert? Andere YouTuber investieren Tausende, um ein Video zu produzieren, das ihnen 8.000 einbringt. Hier wird einfach nur in eine große Mahlzeit investiert. Das ist vom Kosten-Nutzen-Faktor enorm profitabel. retaining a very Aber was würdest du machen? Was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn man dir anbietet, für 8.000 Euro pro Mahlzeit ungesund zu essen? Der Reiz ist schon enorm groß. So, kommen wir jetzt zu ihr, denn hier scheint es ja ein Thema zu sein, dass sie, obwohl sie diese großen Portionen isst, schlank bleibt. felt figure. However, a sharp-eyed fan noticed some of her videos were suspiciously edited, cutting out sections that made it look like she was about to spit out the food in her mouth. Was she chewing and spitting to try and prevent weight gain? While there's no law against it, her fans weren't happy at the prospect that she was being so... Ja, zerstörte Illusion halt. Klar, verstehe ich. Man muss es glauben. Jeder gute Film muss dich zum Glauben bringen. wasteful for money. Es muss nicht realistisch sein, aber du musst es glauben können. Und wenn du den Glauben an einem Film oder an eine Vorstellung verlierst, dann ist alles verloren. Theories also began to emerge that she may suffer from eating disorders, Habe ich auch schon gedacht. and gossip columns all over the internet latched onto this supposed foul play. But Boki was more than ready to ride this media train. Okay. Without missing a beat, she began uploading the full unedited versions of her mukbangs, where she wolfs everything down in around 15 minutes, with all her talking and mistakes left in. This shut those gossip rags up good and proper, while giving her even more Wollte gerade sagen, genau diese Videos werden wir noch viel mehr eingebracht haben. content to make money on. So, while Boki is busy eating big delicious meals, I bet those gossip rags and mad fans are busy eating their words. Ja, aber warum bleibt sie denn schlank? Haben die dazu auch... Oh Gott, was ist denn das für ein großer Hundehaufen? Ist die das? Jetzt hoffe ich nicht, dass wir jetzt zu einer besonderen Art der Mukbangerei kommen. Bitte nicht. Haben sie... Bitte, mach das nicht. Hamzy. You've Hamzy. probably noticed that pretty women doing mukbangs attract quite a lot of subscribers to their channel. Well, getting pretty people to do anything is usually a surefire way of gaining attention. But one mukbanger who recently broke that mold was Hamzy, Hamzy, attracting was hat 7.2 million YouTube subscribers in just 2 years. Hamzy started off her channel like many aspiring mukbangers, Wie immer. taking a pretty approach.
In her earliest videos, she always sports a full face of makeup while carefully eating her meals to the camera. Some Da hat sie noch die Moral des Essens in sich drin und dann kam YouTube und hat sie voll verdorben. videos even showed her spending hours getting ready beforehand. Und irgendwann merkst du, dass das gar nicht mehr nötig ist. Deswegen gucken dich die Leute, um ein tolles Gesicht zu sehen. Nein, YouTube funktioniert so nicht. Even though they performed well, they weren't getting her the views she was hoping for, so she quickly changed tack. She Was hast du ditched the more traditional to-camera setup and ate like she normally would, nestled comfortably Cool. in her living room with the TV on. Realität. Und auch das ist YouTube. YouTube möchte nicht unbedingt diese gekünstelte Welt sehen. Das hast du im Fernsehen und im Kino. Das da ist super cool, die Idee, weil es einfach realistisch ist. So kennen wir uns selber, wenn wir futtern. Ganz ehrlich. Her considerate way of eating was ditched as she effortlessly and sometimes messily chowed down, often with very little makeup or even just in her pajamas. Even though it deviated Ja, from cool. popular mukbang formats, the gusto with which she ate and the comfortableness of it saw her channel skyrocket, with her videos earning as many as 34 million views. Whether it was the genuine feel or the food itself, there's no doubt that Hamzy's change was one for the better. Ich habe mir gedacht, dass man mit Videos über Essen und körperliche Gesundheit, ja gut, okay, da geht es nicht unbedingt um körperliche Gesundheit, aber mit Essen, dass man da einfach nicht viel verdienen kann. Ja, man kann Kochshows machen und ein paar Rezeptvideos und so. Aber alle Kanäle, die das machen, sind nicht sehr erfolgreich, außer du bist halt ein bekannter Koch oder so. Aber was da gerade abgeht, das ist unnormal. Das sehe ich eigentlich nur bei Tech-Kanälen. Aber dass es so eine Kultur des Essens auf YouTube gibt, habe ich bisher nicht gewusst. Ich bin echt fasziniert. UDT Mukbang. Okay. Another major face of YouTube mukbang that started off on Afrika TV more than 6 years ago is UDT Mukbang. Straight out of the gate, this guy proved to the world that size really does matter by plowing through truly massive portions of delicious looking food while engaging happily with his viewers. A natural entertainer. Wenn ich das essen würde, ich würde bam explodieren. Ich würde so auseinandergehen. Warum essen die so viel und kriegen kein Fett ab? Ich bin entweder neidisch oder fasziniert. Da muss doch irgendwas dran sein. Ich will das auch haben, was die haben oder machen. And food fan, he would stream these mukbangs every other day, which attracted a few thousand views, though this gradually snowballed into tens of thousands of views. But his online growth was quite slow, so he began to experiment with his production. Und immer wieder starten sie mit der Grundidee und fangen dann an zu überlegen, wie sie es erweitern können mit etwas, das ihr Ding ist. Und wenn sie das finden, dann explodiert der Kanal. From changing the quality of his camera, mic, and lighting to adjusting the setup of his table. He even began getting closer and closer to the camera until he was eating mere inches away from the lens. That's when he discovered what really Eine Nahtod- oder Nahfood-Erfahrung. Eine Nahfood-Erfahrung, ja. made his videos fly, Was the denn? stretch of his jaw. Viewers seemed to love watching him shoving huge amounts of food into his mouth, almost like he was forcing in as much Wer soll denn darauf kommen? Die Dehnung des Kiefers. Oder die Geräusche, wenn du eine Haarbürste isst. Und ist das ein dicker Schinken? as he could. He obliged them, uploading videos where he fit so much food in that he looked like he was in pain. These videos attracted hundreds or sometimes millions of views each, so far amassing him an army of almost 3 million subscribers. What's more amazing, though, is that even though he's eaten like this nearly every day for around 6 years, his body is buff. Though he rarely Nicht shows it on wirklich. camera, UDT is an avid gym bro who uses every calorie he consumes to sculpt his godlike bod. Es ist unfair, oder? Das ist doch unfair. Der kann doch nicht so einen Körper haben, wenn er sich so ein Zeug reinzieht. Ja, okay, gut, ich kenne das. Wenn du wirklich Hardcore Bodybuilding machst, dann
kannst du auch Kalorien aufnehmen, wie du willst. Und auch wenn du Extremsportarten machst, wie jeden Tag 200 Kilometer Fahrrad fahren. Aber selbst da kommt es drauf an, was du isst. Obwohl ich bei denen jetzt nicht viele Süßigkeiten gesehen habe. War wirklich tatsächlich sehr viel Fleisch. Aber dennoch, das ist doch unfair, Leute. Ich will auch so aussehen und so essen. Warum kann der das und ich nicht? Ich hasse mein Leben. Well, I don't want to imagine how many crunches he must need to do to work all of it off. Bands. BJ, or broadcast jockey Bands, was another South Korean mukbang star who had been streaming over on Afrika TV since the early 2010s. He quickly became one of the most Manchmal überlege ich mir, wie sie mit den Stäbchen die ganze Soße essen können. popular mukbang streamers on the site, but opted to leave in 2016 over the site's changing policies. After that, YouTube became his main platform and source of income, where he gained a following of more than 3 million subscribers at his peak and attracted around 30 million views a month. Part of his popularity came Natürlich, immer die gleiche Sache. Die fressen wie blöd und haben einen gottgleichen Körper. Ich frage mich, ich muss mal nachforschen, ich weiß es gar nicht, ob Mukbang hier auch in Deutschland funktionieren würde oder funktioniert. Also Sturmwaffel kenne ich zum Beispiel, der gute Food-Videos macht, aber das ist kein Mukbanger an sich. Aber das da ist schon interessant. Und ich weiß ja auch, dass das Ganze auch in eine andere Richtung einschlagen kann. Diese koreanische Art, wie die Leute alle essen und dabei schlank werden, halte ich auch für ein schlechtes Vorbild, wie gesagt. Denn das heißt ja, dass du es genauso machen kannst, aber dass das nicht funktioniert, habe ich schon am eigenen Leib erfahren. came from his muscular physique, which he claimed he maintained by following his massive mukbangs with around 8 hours of exercise. I guess if you can make a living off Okay, wenn der Preis 8 Stunden Sport ist, dann verzichte ich. eating one huge meal a day, this is the Oh, er macht OMAD. One meal per day. extensive One meal a day. Das ist die Kurzform dann OMAD. Aber wenn die so groß ist, weiß ich nicht, ob das System funktioniert. workout regime you can afford. But Vance took it one step further. Ich muss aber dazu sagen, dass das eine hohe Disziplin erfordert. Auch so viel zu essen, denn irgendwann ist der Hunger ja auch weg und du musst ja dem Video auch irgendwie ein Happy End geben. Das geht nur, wenn du alles weggefuttert hast. Und dann zu trainieren, um das wieder runterzukriegen, das heißt, eigentlich haben diese Mukbanger eine hohe Disziplin, was das angeht. Und deswegen kann das funktionieren. Also vermute ich. In 2017, he launched Eat For You, a Eat For company You. that sold diet aids. The ads for these products made it look like that just by consuming them, anyone could lose weight and get Banz's outrageously ripped physique. But this was terribly misleading, resulting in the South Korean courts condemning Banz and sticking him with Böser a Mann. 5 million won fine, which was roughly $4,100. Ach, komm. It was barely a slap on the wrist for the YouTuber, Wollte grad who sagen. revealed he'd earned a whopping $900,000 in 2017 alone. But the fallout resonated within his community. He lost hundreds of thousands of subscribers over the coming weeks, and his video's performance slowly Da ist es wieder. Es ist nicht nur Realismus, sondern auch Ehrlichkeit. Wenn du deine Glaubwürdigkeit verlierst, dann verlierst du auch die Leute, die dir folgen. Und sowas zu machen, einen groß, weiß nicht, was er da, das sah aus wie so ein Pulver oder so, ein Pulver rauszubringen, dass wenn du es trinkst, dass du automatisch abnimmst, das ist höchst verlogen und auch geldgeil. Also nicht, dass er genug verdienen würde, er macht aus diesem Ruhm, macht er etwas Verderbliches für die Menschen. Ne? Aus großer Macht wächst große Verantwortung, dann kannst du entweder ein Spider-Man werden oder ein Dr. Doom. Und das hier ist die Dr. Doom-Variante. Wir nehmen die große Macht und rauben Menschen aus, die Hoffnung haben, dass du ihnen helfen kannst. Eine der fiesesten Sachen der Welt, finde ich. began to decline. Realizing the backlash had had a huge impact on his image, Natürlich. Vance apologized to his fans and Ja, ja. retired from the scene. Hinterher kann Just man a sich few immer weeks entschuldigen. ago, he began posting Entschuldigen heißt eigentlich nicht, dass es einem wirklich leid tut. Es tut einem nur leid, dass man dabei erwischt wurde, wie man sowas gemacht hat. Das ist Entschuldigung in den meisten Fällen wirklich. videos again. Not of mukbangs though, but of vlogs of his day.
Could he be testing the waters to make a comeback? Or do you think he's going to set up shop as a lifestyle YouTuber? Let me know down in the comments. Zach Choi. Zach Joy. Now, eating show fans will know that the undisputed Okay, die Dinger sehen meistens größer aus, als sie wirklich sind, denn das ist eine Perspektive, die sie da andauernd machen. Das habe ich auch in letzter Zeit öfters gesehen. Die stellen das Futter direkt vor die Kamera und sind eigentlich einen Meter weiter weg. So haben sie auch den Herrn der Ringe gedreht. Die Hobbits waren auch immer einen Meter weiter weg als die großen Darsteller. Und dadurch gab es diese Größenverzerrung. Und genau diesen Trick nutzen die hier. Weil schaut euch mal die Salatblätter an oder diese Petersilie da oben drauf. Die wirkt, als ob das ein Brokkoli wäre. Ja. Auch da wird mit Tricks Masse vorgetäuscht. king of ASMR mukbang is the South Korean phenomenon Zach Choi. With an amazing 12.6 million subscribers, Aber funktioniert. 2 Milliarden Aufrufe! Ich bin ja froh, wenn ich mal 200 habe. Irgendwie möchte ich jetzt Mukbanger werden. and more than 2 billion views on YouTube alone, he's undoubtedly the most successful eating show host online right now. His slick, no-talking style, where he smacks his lips and enjoys huge portions of food he's cooked and ordered in, is well edited and professionally shot. Though it didn't always look like this. He joined the platform back in 2014, but it wasn't until 2018 that he started posting videos like this. Ich verstehe, warum das manche Dinnerporno nennen. Es zelebriert einfach nur die Lust am Essen, und zwar am exzessiven Essen. As you can see and hear, the sound quality and setup is drastically different to the super crisp crunches he uploads today. Wollt ihr jetzt auch sowas essen? Allein die Geräusche, die hauen schon ganz schön rein in mein Hirn. Weniger die Bilder, die sind okay, ja, lecker, aber diese Geräusche, interessant. It's also a much smaller amount of food to his now supersized portions, but by simply upgrading to a better camera, mic, and setup, Zach's now super impressive production is a real feast for the eyes and ears. So much so that he's calculated to earn an average of $10,000 per video. Now that's a real tasty profit. Yang Soo-bin. She may not be a big name in the West, but Yang Soo-bin is an internet celebrity that most people can't help but fall in love with. When she started uploading mukbangs to the internet some 4 years ago, her goofy personality and passion for delicious food drove more than 2.8 million hungry subscribers to her YouTube channel. However, the more she ate, the more weight she gained. Was der normale Weg ist, das bin ich so gewohnt. It didn't bother anyone except her, and in 2019, she began to worry about what her eating habits. Du musst immer erst leiden, bevor du anfängst, was zu verändern. Automatisch machst du es nicht. Und bei Übergewichtigen ist es erst, wenn dein Körper versagt. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Diabetes mit Blindheit und vielleicht auch Körperteilen, die du irgendwann mal abgenommen bekommst. Dann fangen sie an umzudenken, obwohl es meistens da schon zu spät ist. Aber interessant, es gibt immer einen Punkt, wo selbst die Leute, die damit Geld verdienen, sagen, mein Körper ist mir mehr wert als das. Might be doing to her health. Tipping the scales at roughly 288 pounds, she decided to make some changes and began a very vigorous exercise regime. Her mukbangs became infrequent, but the support she got from her fans was phenomenal. Das ist cool. Das ist eigentlich richtig cool, wenn die Fans, die eigentlich ihr beim Futtern zugesehen haben, sie anfeuern, jetzt das Futter wieder abzutrainieren. Das finde ich eine geile Story. Encouraging her to go the distance. Then, in late 2020, after 500 days of a near mukbangless regime, she posted some amazing results. Having lost a whopping 100 pounds, Hammer. she felt much happier and healthier. The shape of her face Guckt euch das an! Es sind zwei verschiedene Menschen, obwohl es der gleiche ist. Aber seht euch an, was Fett aus einem machen kann. Esssucht ist nicht nur für den Körper gefährlich,
sondern auch für das soziale Umfeld. Denn ich habe, wie gesagt, festgestellt, dass wenn du so übergewichtig bist, nehmen die Leute dich als lustigen Menschen auf, der jetzt nicht so super intelligent ist und unkontrolliert ist. Das sagt die Äußerlichkeit des Dickseins anderen Menschen. Und so wirst du auch behandelt. Jetzt guckt ihr euch mal diese Frau auf der von mir aus gesehen rechten Seite an. Diese Frau nimmst du ernst. Das ist für mich eine, die ist schlau, intelligent, erfolgreich, mutig. Das würde ich nicht alles behaupten, wenn ich diese andere Frau dort sehen würde. Da sehe ich andere Sachen. Ja, es sind alles Vorurteile, also vorschnelle Urteile, die wir fällen aufgrund eines Aussehens oder Verhaltens, ohne uns genau ein Bild zu machen. Aber leider Gottes sehen wir die meisten Menschen nur in Sekunden und deswegen urteilen wir auch in Sekunden. Und da ist das Äußerliche sehr entscheidend. Weswegen auch Modemarken und Klamotten und auch Style so unheimlich viel bei uns ausmacht. Weiter. And body had changed completely. But all this change hadn't stopped her from enjoying a mukbang from time to time, much to her fans' delight. And best of all, she's still hilariously goofy. Talk about having the best of both worlds. Tatsächlich, die liebe ich auch. Die ist cool. Nikocado. Oh, nein, nicht er, nicht er. Okay. So, jetzt haben wir ganz viele Koreaner gehabt. Jetzt kommen wir zu dem, der mich überhaupt auf dieses Mukbang gebracht hat. Und zwar durch diesen Herzattacke-Grill, den ich mal als Video gesehen habe. Hat er da das T-Shirt in seinen Bauchnabel reingepresst? Ja, natürlich ist dieses Foto absolut so hingestellt, um ihn als wirklich dick, extrem dick darzustellen. Aber er ist nicht untergewichtig, nur er zelebriert es so, dass Dicksein die coolste Sache der Welt ist. So, jetzt schauen wir mal rein, was da über ihn zu berichten ist. Avocado. Few names strike fear, confusion, and disgust into mukbang lovers quite like that of Nicholas Perry, aka Nikocado Avocado. At just 29 years old, with 5 separate YouTube channels totaling more than 5 million subscribers, Nikocado uploads videos almost daily of his phenomenal fast food binges. But he doesn't just messily consume tens of thousands of calories per video to keep his audience watching. As he eats, he'll angrily destroy his food, begin weeping uncontrollably for minor reasons, and even document full breakdowns before editing and uploading them to the internet. Though his content wasn't always this volatile. Back in 2011, Nikocado recorded himself. Nikocado Avocado, der Name kommt genau daher. Er ist Veganer gewesen oder Vegetarier, ich weiß nicht so genau. Und Avocado war halt der Begriff dafür, dass er gesundes Obst und Gemüse isst und kein Fleisch. Und schau ihn an, ein schlanker, gesunder Bursche. Aber das ist nicht auf YouTube erfolgreich. YouTube fordert was von dir. Und zwar deine Seele des Schlankseins. Und das hat er erkannt und er hat sich dem Teufel YouTube gleich verschrieben. Und seht, was aus ihm geworden ist. Of being a surprisingly strong advocate for veganism, where he made his living as a classically trained freelance violinist. His videos revolved around his vegan lifestyle, where he and his boyfriend Orlin promoted their love of raw foods. Ich habe auch meinen Kanal jetzt seit 2017, glaube ich, auf Abnehmen, gesundes Essen. Ja, das ist mein Hauptthema gewesen bisher. Aber die Wahrheit ist, ich habe in diesen 7 Jahren, seitdem ich den Kanal habe, nicht mehr als 1300, ca. 50 Abonnenten erreicht, wovon viele natürlich wieder irgendwann abgesprungen sind, weil das ewig gleiche Thema auch irgendwann langweilig ist, wobei es auch da immer das gleiche Thema ist, aber weiß auch nicht. Grundsätzlich, Nikocado Avocado hat genauso gestartet wie dieser Kanal mit gesundem Essen und Möglichkeiten, seinen Körper gesund zu machen. Dass das nicht erfolgreich ist, habe ich auch inzwischen gelernt. Also, wenn du YouTuber sein willst und eine positive Aussage machen möchtest, dann erwarte nicht, dass die Welt dir dabei zugucken will. Der Teufel YouTube fordert deine Seele. Und du musst gucken, was ist es genau, was YouTube von dir will, damit du Leute erreichst. Das da ist es nicht.
His drastic diet meant he only weighed around 140 pounds and appeared quite happy and healthy. But that all changed in 2016 when he left the vegan community for health reasons. It was then that he began to explore the world of mukbang, trying out large amounts of tasty non-vegan foods such as Er baut tatsächlich die Kameraeinstellungen nach. Hat er einen Papagei? Oh, schau, hätte ich, dass er den auch noch gefuttert hat. grilled cheese sandwiches, Domino's Pizza, and KFC chicken. Though he would occasionally dip back into his vegan roots, eating a huge number of avocados or stuffed vegetables. His enigmatic and friendly personality grew alongside his subscriber count, as well as his Das muss man ihm zugestehen. Er hat tatsächlich Charisma. Das, was er da macht, hat Strahlkraft. Die Menschen gucken ihm gerne zu. Ich denke mal auch, das war beim veganen Video schon so gewesen. Das Blöde ist, dass er diese Strahlkraft auch jetzt dafür nutzt, um etwas zu verherrlichen, was Menschen in Krankheit und Tod reißen kann. portion sizes. Then, in 2017, he uploaded a very different video. With no mukbang in sight, he wept about serious issues he and Orlin had been having, apparently turning to his fans for support. Initially, they did support him, but then his content took an even darker turn. He uploaded more and more videos documenting increasingly odd breakdowns regarding his marriage and mental health in between mukbangs. It's believed they earn him roughly $2,000 per upload, but while they made him some sweet YouTube money, his erratic behavior drew criticism. One video in particular, showing him crying while shaving his hair into eggs, became one of the most watched and disliked videos on his main channel. The pressure to remain relevant online had clearly forced his content to become more twisted. As an example, he stirred up online beefs. Er macht einfach das, wo er glaubt, die Leute gucken zu. Und wenn Leute zugucken, macht er mehr davon. Wie jeder gute YouTuber im Endeffekt. Oh Mann. With other mukbangers like Trisha Paytas and Stephanie Sue, then made controversial videos about them, the success of which fueled him to make more videos. He'd also frequently fight with Orlin on camera, destroy his food like a toddler having a tantrum, and rub the food all over his body during massive meltdowns. Er will es einfach wissen. Er gibt alles dafür, weil er es einfach wissen will. Da gibt es gar keinen Zweifel oder kein Hinterfragen. Der will es einfach wissen. Er will einfach YouTube für sich nutzen, um mega erfolgreich zu sein. Und er hat herausgefunden, was alles geht. Vor allen Dingen Extremismus. In allen Formen Extremismus. Heulkrämpfe, Food-Zerstörung, Food-Porno. He even went as far as to upload a video where he pooped himself during a mukbang. Nein! By this point, his endless binging addiction had taken a toll on his body, with his weight rocketing up to around 330 pounds, more than twice what he weighed a few years ago. Was bist du für ein Mensch, Nico Kato? Was geht in deinem Kopf herum? Was hat da irgendwann Klick gemacht und hat dich zu dem werden lassen? Der Preis des Ruhms ist meistens Selbstzerstörung. Oh, not only that, in May 2021, he claimed that he developed no less than 12 mental illnesses to keep his channels alive. However, he'd also begun posting disclaimers on his videos to show that they were for entertainment purposes only. Does that mean this was all a fabrication to troll the internet? Er ist ein Showman. Die Show ist perfekt. So that he could earn more money? Seems likely. Sadly, it appears his addictions to food and fame have taken a toll on both his physical and mental well-being. And I'm sorry to say that all the YouTube money in the world isn't worth your health, or your dignity for that matter. Ja, danke fürs Zuschauen. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Soll ich mal ein Mukbang-Video machen? Schreibt mir das. Oder welche Videos ich mal angucken soll und eine Reaktion drauf machen soll. Schreiben, kommentieren, abonnieren und liken finde ich gut. Ihr wisst warum. Heute bin ich wieder mal raus. Wir sehen uns auch beim nächsten Reaction-Video wieder. Bis dahin, Tikva, aus. Ich muss jetzt eine Haarbürste suchen.